Hallo ihr Lieben, heute bin ich zurück mit einem spanischen Video. Ich weiß, ich habe es versprochen und mein letztes Video ist super lange her. Es kommt mir gar nicht so vor, es kommt mir so vor, als hätte ich das vor ein paar Wochen hochgeladen, aber es ist schon 3 bis 4 Monate her. In dem letzten Video habe ich erwähnt, dass ich eine Spanisch-Serie machen möchte. Also fangen wir heute direkt mal damit an. Ich wollte diese Spanisch-Serie unbedingt mit der Aussprache beginnen, damit wir von Anfang an die korrekte Aussprache haben und von da an dann fortsetzen können. Also, was mir sehr häufig aufgefallen ist, wie ihr vielleicht wisst oder nicht, habe ich 5 Jahre lang in Spanien gelebt. Ich habe 1 Jahr lang Au pair gemacht und habe 4 Jahre lang studiert. Ja, und während meines Aufenthaltes habe ich sehr oft gehört, dass ich, wenn ich Spanisch spreche, keinen deutschen Akzent habe. Und ich habe auch sehr viel Wert darauf gelegt, keinen zu haben, weil ist halt nicht der schönste, ne? Ich habe eigentlich in keiner Sprache einen richtig deutschen Akzent. Ich habe einen Akzent von allem gemischt. Deutsch, Englisch. Also wenn ich Französisch spreche, sagen viele Leute mir, dass ich einen englischen Akzent habe. Also viele denken gar nicht, dass ich aus Deutschland komme, sondern dass ich eher aus England komme. Also aus dem englischsprachigen Raum. Ich weiß nicht wieso. Ich finde, die Aussprache ist eines der wichtigsten Dinge, wenn man eine Sprache lernt. Ich lege sehr viel Wert drauf, das habe ich von Anfang an immer gemacht. Deswegen ist mein Akzent in jeder Sprache eigentlich minimisiert. Also das heißt, ich hab einen Akzent, man kann ihn nicht ganz verlieren. Ich finde es auch nicht notwendig, dass man den Akzent komplett verliert. Es geht auch gar nicht, wenn man im Erwachsenenalter eine Sprache lernt. Aber also je mehr man sich aneignet, wie Muttersprachler zu sprechen, desto besser kann man auch in der Sprache kommunizieren, finde ich. Ich habe sehr häufig gemerkt, dass Leute mit einem ganz starken Akzent werden meistens nicht ernst genommen. Man kann die Sprache noch so gut sprechen, aber wenn man einen richtig starken Akzent hat, dann wird man oft von den Einheimischen, wo immer man auch ist, nicht wirklich ernst genommen. Deswegen habe ich mir gedacht, wir machen ein Spanisch einmal eins mit der Aussprache. Und zwar fangen wir heute mit den Vokalen an. A, E, I, O und U. Ja, an den Vokalen merkt man oft die deutsche Aussprache, weil die Vokale auf Deutsch anders ausgesprochen werden als auf Spanisch. Und heute zeige ich euch, wie sie auf Spanisch ausgesprochen werden. Fangen wir mit dem ersten Beispiel an. Im Deutschen werden die Vokale meistens lang gezogen und länger betont. Und im Spanischen ist es genau das Gegenteil. Das heißt, die Vokale werden kurz betont und schnell ausgesprochen. Es gibt aber auch Wörter, wo sie kurz ausgesprochen werden im Deutschen, wie zum Beispiel das Wort bekannt. Das ist bekannt und nicht bekannt, weil es Doppel-N folgt. Was mir aufgefallen ist, haben viele Deutsche, wenn sie Spanisch sprechen, die Tendenz, das lang auszusprechen, wie zum Beispiel ein spanisches Wort wäre Haus, casa. Deutsche würden sagen casa. Das ist aber falsch. Die richtige Aussprache ist casa. Das heißt, das A ist kurz. Casa. Das ist nicht casa, sondern casa. Casa. Also es wird immer kurz ausgesprochen. Casa. In allen Fällen eigentlich. Es wird nie lang ausgesprochen. Casa, Madera und so weiter. Dann kommen wir zu dem E. Und das E ist auch ein Vokal, das gerne lang gezogen wird. Zum Beispiel bei dem Wort aber, was auf Spanisch pero heißt. Pero. Der Vokal E ist einfach pero und Deutsche würden meistens pero sagen. Pero. Pero geht gar nicht. Pero. Nicht pero, pero. Okay? Ist Also das E wird immer wie ausgesprochen. Und nicht I. Pero, pero. Pero. Okay? Ich habe das jetzt ein bisschen übertrieben, mit dem R vor allem auch, weil das oft auch R ausgesprochen wird, statt dem spanischen R. Dann, das I ist meistens gleich. Das I bleibt ja, das I wird eigentlich in fast allen Sprachen gleich ausgesprochen. Also da ändert sich nicht viel. Dann kommt das A, E, I, O. Genau, das O ist auch eines der Vokalen, wo das am meisten auffällt. Bei dem O ist es genau das Gleiche, es wird kurz ausgesprochen im Spanischen und die Deutschen haben eher die Tendenz, es wieder lang zu ziehen. Wie zum Beispiel bei dem Wort Sorry, ich habe eben die Vorhänge vorgezogen, weil da gerade ein Nachbar von oben runter guckt. Darauf haben wir keine Lust, ne? Wir haben keine Lust auf Spanner.
Ja, machen wir weiter. Also, ja, das O wird immer O ausgesprochen, wie zum Beispiel bei Olla. Das ist nicht Ola, sondern Olla. 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 Hallo? Olla. Okay? Das U wird genauso kurz ausgesprochen. Beim U fällt es aber meistens auch nicht auf. Wie zum Beispiel bei einem Wort juntos. 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 Und Mutter. Wo es am meisten auffällt, ist wie gesagt beim A, E und O. Also bei den offeneren Vokalen. Da ist die Aussprache wirklich manchmal katastrophal, was man so hört. Ja. Yo, no, sé, pero, ist alles. Ja, natürlicherweise im Spanischen würde man eher sagen yo no sé, pero. Aber dieses yo, no, sé, pero ist nee, zu vermeiden, okay? Ja, das war zum Einstieg in die neue Spanisch-Serie, die Aussprache, und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und vor allem geholfen. Und falls ihr Fragen habt, dann lasst die bitte in den Kommentaren unten. Falls ihr auch Vorschläge für weitere Videos habt, für die nächsten Videos, dann lasst die auch in den Kommentaren und ich lese mir die alle durch und gucke, was ich dann als nächstes filmen werde. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!